Ni hao und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei meiner Reise durch China. Ich befinde mich aktuell in dem Ort Shangri-La, weiterhin in der Provinz Yunnan, aber der letzte große Ort, bevor die autonome Region Tibet beginnt. Genau dieses Stichwort ist hier schon zu spüren. Shangri-La ist das Tor zu Tibet, die tibetische Kultur ist hier zu spüren. Das zeigen vielleicht schon die ersten Aufnahmen. Diese sehr bekannten Gebetsfahnen sind hier überall zu sehen und deswegen kann dieser Ort einen Eindruck vermitteln, wie es in Tibet aussieht. Von daher, lass es uns anschauen und los geht's. Ich weiß nicht, ob es manchmal Zufall ist oder Glück, aber offensichtlich hatte ich mich für das richtige Hotel entschieden. Der Besitzer holte mich vom Bahnhof ab und auf meine Frage hin, ob er mir helfen kann, einen Scooter auszuleihen, bekam ich die Antwort, nimm doch einfach meinen. Und damit war das ein perfekter Start in Shangri-La und es war klar, dass ich die Chance bekommen werde, Orte außerhalb von dieser Stadt zu besichtigen und einfach gemütlich diese Landschaften genießen zu können. Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was man außerhalb von dem Ort Shangri-La so entdecken kann. Aber ich habe einfach die chinesische Maps-Variante geöffnet und dachte, fahr einfach in die eine und in die andere Richtung und dann mal schauen, was mich erwartet. Es muss nicht immer ein besonders großer und spektakulärer Ort sein, um einfach diesen Moment zu genießen. Dieser Stupa hier, den ich entdeckt habe, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, denn niemand war dort. Ich konnte einfach hier sein, diesen Moment genießen. Das ist einer der Gründe, warum ich reise, um solche Orte zu finden, sie natürlich auch für mich festzuhalten und mit diesem Video natürlich auch ein Stück weit zu zeigen, was es alles für schöne Orte auf dieser Welt gibt. Ein Tagesausflug führte mich übrigens genau zu diesem Ort, an dem ich dann auch noch diese leckere Tütensuppe gegessen habe. Es ist leider nicht einfach, in China vegetarische, vegane Produkte zu finden, vor allem wenn ich die großen Städte verlasse. Aber ich habe eben dieses Tütengericht gefunden, habe dazu noch ein bisschen Tofu reingeschnitten, dann in der Natur zu sitzen, mehrere tausend Kilometer von zu Hause entfernt und zu sehen, wie die Wolken weiterziehen über diese Berge und ich esse hier einfach eine Tütensuppe. Das ist so simpel und trotzdem so schön, dass es natürlich in Erinnerung bleibt. Und wenn wir schon beim Thema Essen sind, ich ernähre mich schon seit vielen Jahren vegan, was in Berlin überhaupt gar kein Problem ist. Aber auf Reisen kann das durchaus eine Herausforderung sein. Je nach Land, je nach Stadt ist das Angebot sehr, sehr unterschiedlich. Und in Shangri-La musste ich eine Weile suchen. Aber dann habe ich für mich den perfekten Ort gefunden. Welcome to Shangri-La Zansufa. Thank you very much. Welcome to Shangri-La and welcome to this beautiful place. Das Restaurant heißt Sang Shu Fa. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Also die Besitzerfamilie ist religiös und hat es auch wunderschön eingerichtet mit diesen Gebetsfahnen, mit viel wunderschöner Dekoration, einem traumhaften Innenhof. Wenn es ein vegan-vegetarisches Restaurant gibt, hat das für mich Priorität, dieses zu unterstützen. Vor allem natürlich, wenn das Essen so lecker ist wie hier. Wer also in Shangri-La ist, dieser Ort ist aus meiner Sicht ein Besuch wert.
Manchmal glaube ich, dass meine gezeigten Erlebnisse sich etwas unterscheiden von anderen Leuten, die zu dem gleichen Ort fahren. Aber jetzt bin ich seit über 4 Jahren unterwegs, habe verschiedenste Länder gesehen, historische Orte, habe viele tolle Menschen getroffen, die immer noch in meinem Herzen sind. Aber eins habe ich für mich festgestellt, besonders historische Orte sind schön anzusehen, aber geraten bei mir doch irgendwie auch manchmal in Vergessenheit. Und es sind eher diese kleinen, unscheinbaren Dinge, wenn ich solche Orte wie hier entdecke, die auf keiner Touristenlandkarte eingezeichnet sind. Aber ich habe dort meine eigene Zeit, kann das für mich genießen, kann zum Beispiel ganz gemütlich einen Tee trinken, kann ein bisschen in meinem Buch lesen. Und das sind dann Momente, die auch später noch bei mir in Erinnerung bleiben. Wie immer habe ich für die Hotelbuchung Trip.com genutzt, unbezahlte Werbung, aber weiterhin führt kein Weg daran vorbei, diese App zu nutzen, wenn ich durch China reise. Ich fand ein Hotel etwas abseits von der Innenstadt, aber mir hatte die Inneneinrichtung gefallen und es sah aus, als wäre es ziemlich neu. Der Eigentümer hatte mich abgeholt und hat mich vielleicht sogar in das nagelneue Zimmer geführt mit wunderschöner Einrichtung. Viele, viele kleine, schöne Details waren in dem Hotelzimmer zu finden und aus den 4 Tagen habe ich eine Woche gemacht, habe das also nochmal verlängert und habe pro Nacht 18 € bezahlt. Ein weiterer Tagesausflug führte mich zu dem Putetsu National Park. Er gilt als der erste Nationalpark Chinas und kostet mit 20 € Eintritt aus meiner Sicht eine ganze Menge. Alles auf sehr hohem Standard, sehr gepflegt, sehr sauber. Aber wenn das Wörtchen aber nicht wäre, ich glaube, da treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Und so wie ich es gewohnt bin, in der Natur zu spazieren, eigene Wege zu finden, Pause zu machen, wo ich Pause machen möchte, trifft hier genau das Gegenteil zu. Du wirst hier mit dem Bus zum Startpunkt gefahren, du musst den Weg laufen, der vorgegeben ist, du wirst Tiere vorfinden, mit denen man Fotos machen kann und am Ende von dem Holzsteg landest du wieder an der Busstation und fährst wieder zurück und bist am Ende des Nationalparks angekommen. Deswegen ist der Nationalpark wunderschön, ist eine Reise wert. Wer aber wirklich die Natur entdecken möchte und für sich sein möchte, dann ist vielleicht der Nationalpark nicht die erste Wahl, sondern kommt erst ein bisschen später, aber findet es einfach selbst raus. Mein Video über Shangri-La kommt zum Ende. Ich hoffe, was ihr gesehen und gehört habt, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne in die Kommentare damit und folgt mir für weitere Videos durch China und durch andere Länder. Und an all diesen Orten, an denen ich war, die sind nicht so einfach zu finden, weil Google Maps funktioniert nicht in China. Deswegen werde ich unten im Text die GPS-Daten hinschreiben. Wer also tatsächlich mal diese Orte besuchen möchte, kann einfach aufgrund der GPS-Daten diese Orte wiederfinden. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.